Erdölkrise, Naturkatastrophen, korrupte Politik, Kriege und Armut. Das war das Jahr 2030. Die Kluft zwischen Arm und Reich war irrsinnig groß. Das heißt, die Reichen waren zu reich, die Armen waren viel zu arm. Das war keine schöne Welt. Die Welt war dem Ende nahe, denn die Erdölreserven gingen aus. Die Erdölfirmen standen kurz vor der Pleite. Wir konnten nichts tun. Die Firma von Alexander Lutz war einer der größten Erdölfirmen der Welt. Die Firma war, wie viele andere Erdölfirmen auch, am Ende. Also kein Erdöl, keine Bohrungen. Doch am 12.03.2030 sollte sich das ändern. Beim Stilllegen einer Anlage in Saudi-Arabien fanden Arbeiter Spuren von einem bislang noch unbekannten Element. Es besaß einfach viel mehr Energie als jedes andere Element zuvor und es hatte aber überhaupt keine radioaktiven Spuren, das muss man sich vorstellen. Die Quelle des Elements befand sich im Mittelpunkt der Erde. Der Mittelpunkt der Erde war ja bis dahin eigentlich vollkommen unerforscht. Alles, was wir über die Erde gewusst haben oder über den Mittelpunkt der Erde, das war ja nur rein in der Theorie. Mit den wenigen Ressourcen, die wir von diesem Element hatten, bauten wir den ersten Bohrer, mit dem es uns möglich war, endlich zum Mittelpunkt der Erde zu gelangen. Das war die letzte Hoffnung für die Menschheit und deswegen haben sie einfach wirklich alles auf dieses Element gesetzt. Und sie waren erfolgreich. Der gesamte Mittelpunkt war voll mit dem Element. Die ersten Projekte, die wir mit diesem Element bauten, die waren eigentlich für reiche Leute gedacht. Da ging es um fliegende Autos oder Roboter mit extrem hoher Intelligenz. Sowas gab es da vorher noch überhaupt nicht. Das waren aber auch nicht unsere Hauptziele. Wir mussten irgendwie Geld beschaffen, damit wir etwas ganz, ganz Großes bauen konnten. Wir wussten aber noch nicht einmal was. Am 23.08.2031 kündigte der damalige CEO der Lutz AG an, ein Projekt zu finanzieren, das dem Element würdig sei und die Welt verändern wird. Naja, da gab es tausende Wissenschaftler, die der damaligen Lutz AG dann ihre Projekte präsentiert haben. Und da war wirklich alles dabei, also von 3D-gedruckten Essen über Raumschiffe, Waffen, Krankheiten, die man alle heilen konnte. Aber es gab ein Projekt, das hat wirklich alles übertroffen. Es war so verrückt und das war von Igor Jurkewitsch. Igor Jurkewitsch, geboren am 13.10.2000 in Tscherbokssady, Russland. Der Physiker war schon vor seiner Idee einer der bekanntesten Wissenschaftler der Welt. Er bewies mit seiner Idee nicht nur das Zeitreisen, sondern widerlegte damit auch den Schmetterlingseffekt. Es war so, dass jedes Buch, jeder Film, überhaupt jedes Medium, das sich mit Zeitreisen auseinandergesetzt hat, eines gebraucht hat, nämlich den Schmetterlingseffekt. Das heißt, wenn man was in der Vergangenheit verändert hat, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Gegenwart gehabt. Es war wirklich unmöglich, Zeitreisen zu machen ohne diesen Schmetterlingseffekt. Bis dann Igor kam, weil der Igor hat nämlich geschafft, das Unmögliche möglich zu machen. Wir sind hier, in der Gegenwart, dem aktuellsten Zeitpunkt, den es gibt. Und normalerweise, sobald Zeit passiert ist, ist sie in Stein gemeißelt. Das heißt, wir können sie also nicht verändern. Doch was passiert, wenn wir es schaffen, in die Vergangenheit zu reisen und dort versuchen, etwas zu ändern? Gar nichts. Zeit ist nicht dumm. Sie weiß, was davor passiert und weiß auch, wie es wieder passieren wird.
Das Einzige, was Zeit jedoch nicht weiß und auch nicht verändern kann, ist die Zukunft. Für die sind immer noch wir verantwortlich. Das heißt, wir können also all mögliche Ressourcen aus der Vergangenheit in die Gegenwart bringen. Es wird nie wieder eine Rohstoffknappheit geben und alle können ein glückliches Leben leben. Die ganze Welt hielt ihn eigentlich für verrückt. Aber mein Vater bestand darauf, Igors Projekt zu realisieren. In meinen Augen begeht die Lutz AG einfach einen riesigen Fehler, wenn sie diesem Verrückten helfen, seine Idee durchzusetzen. Aber, ich habe ja kein Physik. Ich finde es sehr schlecht, dass diese Idee wirklich angenommen wurde. Wenn wir diese Ideen nehmen, dann wird viel mehr verschwendet und dadurch wird es auch viel schlimmer. Aber gut, viel Glück. Ich hoffe, dass ihr das bezahlt, was ihr jetzt gerade anstellt. Die nächsten 4 Jahre hörte man nichts von der Lutz AG zum Thema Zeitreisen. Naja, da dann ein Erdölersatz gefunden war, konnten die Menschen eigentlich langsam wieder so leben wie früher. Und doch fragte man sich, was ist mit dem Projekt überhaupt passiert? Und das war's. Das war alles, was sie gezeigt haben. Und jeder hat gewusst, um was es geht. Jeder sprach darüber. Die Lutz AG, heute genannt OneTimes, hat die letzten 4 Jahre an einem Zeitreisesystem gearbeitet, das die Welt von Grund auf verändern soll. Und gestartet wurde das System am 01.01.2035 in einem Steinbruch in Lower Hutt, Neuseeland. Die Zeit davor war unglaublich spannend. Auch wenn wir uns nicht ganz sicher waren, waren wir einfach voller Hoffnung. Naja, und an dem Tag war es dann überall in den Nachrichten. OneTimes gestartet. Und sie haben versprochen, dass keiner mehr arbeiten muss, dass jeder seine Träume verwirklichen kann. Und so kam es ja dann auch. So, und hier geht es jetzt weiter zu den temporalen Generatoren. Und Cut. Der war's. Damit sind wir für Herrn Lutz abgedreht. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Danke, gerne, gerne. Das geht auch an euch. Ich bin mir sicher, eure Dokumentation wird super. Noch eine kleine Frage. Und zwar, es gehen bestimmte Gerüchte dass sich hier im OneTimes HQ die allererste Zeitmaschine vom Professor selbst noch befindet. Stimmt das? Ja, das ist richtig. Die ist oben am Dachboden. Allerdings ist die nicht zugänglich für Besucher. Schade. So, ich muss jetzt leider los. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schaut euch um, nehmt sich alle Zeit der Welt. Falls ihr was braucht, ruft mich an. Okay, auf geht's. Und auf zum Dachboden. Bruno, halt mal. Eine Kamera für dich. Und eine Kamera für dich. Und nimm das Zeitgerät. Aber verlier's nicht. Jetzt sei nicht so pessimistisch. Moin, wie läuft's bei dir?
Hier sieht's gut aus. Datum und Uhrzeit sind schon eingestellt. Und der Ort? Bin gerade dabei. Akkus. Bin jetzt aus. Es ist noch nichts passiert. Alles ist bereit, ich komme zu euch. Bruno, es hat funktioniert. Ja. Oh fuck. Was ist passiert? Das Ziel hat sich geändert. Was? Ich versuch's, okay, aber die gesamte Steuerung ist blockiert. Ich kann das Ziel nicht mehr ändern. Du hast jetzt nicht wirklich das einzige Gerät verloren, welches uns zurück in unsere Zeit bringt. Komm, es regt sich nicht auf. Wir sind wegen deiner Blitzidee mit der 30 Das war die Idee von uns allen. Wir haben uns zu dritt darauf geeinigt. Wir müssen also irgendwie zurück in die Gegenwart gelangen. Und das ohne bemerkt zu werden. Bauen wir uns das doch einfach. Ja, genau. Mit welchem Teil? Dann machen wir was genau? Wir sagen ihm, dass wir 3 Jungs aus der Zukunft sind und dass er unsere einzige Chance ist, wieder zurück in unsere Zeit zu kommen. Hast du einen besseren Vorschlag? Helfen Sie uns beim Zeitreisen. Was ist mit dem Professor geschehen? Igor Jukovic. Viel weiß ich da nicht. Und mein Vater wollte nie darüber reden. Ich weiß nur, dass der Professor nach dem Start der Zeitmaschine meinte, er müsse noch was erledigen. Und dass ihm niemand folgen soll. Deshalb kann man mit einem normalen Zeitgerät auch nicht ins Jahr 2035 reisen. Zumindest das waren wir ihm schuldig. Und das war das letzte Mal, dass ihn jemand gesehen hat.